Die Lieferkette des Grauens bedeutet also, dass Soja, eine Eiweißpflanze, eine tolle Pflanze, an der es überhaupt nichts auszusetzen gibt, in unglaublichen Monokulturen in Südamerika, Brasilien, Argentinien ganz hauptsächlich angebaut wird, aber dort eben die wunderschöne und sehr, sehr biodiversitätsreiche, also artenreiche Natur zerstört wird, inklusive der Menschen, die dort in ihr und von ihr leben, ohne Rücksicht auf Verluste. Und dieses Soja ist eine Eiweißpflanze, eine Eiweißfutterpflanze. Sie wird also dort ohne Rücksicht auf Verluste angebaut, über den Atlantik verschifft und dient hier als Treibstoff der industriellen Tierproduktion. Denn in Europa und auch in Deutschland ganz besonders werden viele, viele Millionen Nutztiere gehalten, oft hinter verschlossener Tür, irgendwo draußen auf dem Land in großen Ställen, wo man die Tiere nicht sieht. Und das Futter für diese Tiere, für diese vielen Millionen Tiere, das kann in Deutschland nicht wachsen. Dafür haben wir den Platz einfach nicht. Die Zeiten, wo die Tiere auf der Weide standen, sind lange, lange vorbei. Die Weiden sind heutzutage Industriegebiete oder Maisäcker oder so etwas. Und das Futter wird also zu den Tieren in die Ställe transportiert. Und ja, um Milch zu erzeugen und um Fleisch aufzubauen, brauchen die Tiere Eiweiß. Und das kommt eben aus Südamerika mittels Soja. Und auch hierzulande sorgt es für viele, viele Probleme. Also die industrielle Tierproduktion und Milchproduktion sorgt also für eine ganze Reihe von Umweltproblemen. Nitrat im Grundwasser. Da können wir nur dankbar dafür sein, dass unsere Trinkwasserversorger diese krebserregende Substanz aus dem Grundwasser filtern und damit unser Trinkwasser aus dem Leitungswasser, also aus dem Hahn, sauber bleibt. Gibt aber auch Stickstoff in der Luft, Ammoniak, solche Dinge, die also mit der Tierhaltung zu tun haben. Und somit haben wir an beiden Seiten der Lieferkette in Südamerika, in Europa heftige, heftige Umweltprobleme, haben Tierwohlprobleme natürlich und haben auch Menschenrechtsprobleme, insbesondere im globalen Süden, wo eben indigene und traditionelle Gemeinschaften von ihrem Land vertrieben werden, um dort Sojaanbau zu betreiben. Das ist die Lieferkette des Grauens.